Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Today I'm going to make lentils for my dinner, and these are red lentils. They're organic and they are very easy to make because you don't need to put them for a longer time in water. It's just about 30 minutes and then I can fry them. So I'm going to leave them in the water for 30 minutes and then I'll show you the stages how it proceeds. Ihr Lieben, ich begrüße euch und heute werde ich rote Linsen, das sind Bio-Linsen, und wie gesagt, das sind nicht so wie die anderen Linsen, wo man so länger im Wasser lassen sollte. Normalerweise, da steht nur 30 Minuten ins Wasser lassen und danach kann man dann vorbereiten. Dann will ich einfach euch weiter zeigen, wie es weitergeht. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und einfach zuschauen und guckt ihr, dass ihr nicht irgendwas verpasst. So guys, as you can see, this water is kind of clear because initially it was like whitish. So I washed the lentils almost 4 times. So within that 30 minutes, you can wash the lentils and change the water, and that is what exactly I did. Und ja, das schmeckt einfach besser, wenn man dann auch das Wasser dann rausleert und immer wieder nochmal frisches Wasser reintut. Also in der Zeit, die 30 Minuten, habe ich, glaube ich, 4-mal Wasser gewechselt. Und jetzt bin ich soweit. Dann kann ich anfangen mit Braten. So guys, you can see the lentils are now ready. I emptied all the water. Ich habe jetzt das ganze Wasser rausgeleert. Sieht mal gut aus. Und wie gesagt, ich koche gerne immer so viel, dass ich dann auch für den nächsten Tag oder Tage auch als Vorrat essen kann mit meiner Familie. So I cook sometimes a little bit more than it's expected, because one thing is I like to cook nice food and I like to eat it the next day with my family too, or I could preserve it for next time to save time. So, and in most cases some other foods like lentils or sausage salad or potato salad, from experience, if you cook them, they taste even much better the next day. Also für manche Essen, so wie Kartoffelsalat oder Wurstsalat oder auch Linsen, wenn du das mal kochst, dann am nächsten Tag, oder wenn du das machst, am nächsten Tag schmeckt es am besten. Das ist einer der Gründe, warum ich auch Essen viel immer mache, und ja, dann hat man dann einfach am nächsten Tag auch was übrig. Also schaut einfach bitte zu. Guys, I've already cut my vegetables to save time, and these vegetables are, like you can see, I have some tomatoes, I have red and white onions, I have carrots, I have red bell pepper or paprika, I have potatoes, and I have green bell pepper, and I'm going to add them to the lentils. So wie ihr seht, ich habe jetzt Tomaten, dann habe ich noch rote und weiße Zwiebeln. Das ist wegen Geschmack, also ich mag das gerne, dass es dann verschiedene Geschmack dann gibt. Dann habe ich dann Karotten und dann habe ich rote Paprika, dann habe ich jetzt Kartoffeln und grüne Paprika. Also ich werde jetzt alles so nach und nach in meine Pfanne reintun, und ich wünsche mir, dass ihr einfach zuschaut, was ich da mache. Das ist die Linsensuppe, afrikanische way. Also this is my lentil soup or vegetable, depending on how I make it. I could decide to blend it, then it would be like a soup, or otherwise you could eat it like that. And that is my way of making the lentils, or the African way of making the lentils, so with a lot of vegetables. So I just wish you a good time during watching, and don't forget
to try the recipe also. It's a very nice one, it's a healthy one, and it's very easy. You love it. Also, jetzt habe ich meine Pfanne mit dem Öl. Es ist jetzt warm genug und ich habe Olivenöl heute genommen. Man kann auch sonst eine andere Öl nehmen, was du sonst immer so nutzt. Und bei mir ist es so, manchmal nehme ich Olivenöl, manchmal nehme ich auch Sonnenblumenöl. So I sometimes use sunflower oil or sometimes I use olive oil depending on which kind of recipe I'm making. But you can use whatever recipe you like to use. So it doesn't matter. And I always start with onions, so I put my onions. It's a mixed onions, the red onions and white onions. It doesn't have to be mixed, by the way. Du musst nicht die Zwiebel so mischen, weiß und rote Zwiebel, aber ich habe einfach den Geschmack so gemacht. Also kannst du gerne oder kannst du auch so einfach einfarbig Zwiebeln nutzen. So you can decide. You either use both or you just use one color of onions, one kind of onion. So my onions is fried, and as is it fried, keep on turning a little bit, and then after it has turned a little bit of brownish, I'm going to add the next vegetables one by one. Also jetzt brennt jetzt die Zwiebeln, danach werde ich jetzt meine Gewürze, würde ich meine Gemüse immer nach und nach da rein tun. Also ganz wichtig, das Zwiebel, dann kommt das Gemüse immer je nachdem, was du dann möchtest, und danach kommen dann die Linsen und es wird dann später erst gewürzt. So after the onions are turned brown, I put all my vegetables. And then later on I put on the lentils, and then that's the right time I'm going to spice it. Okay, now I'm going to start with the tomatoes. Habe jetzt die Tomate reingegangen. Als nächstes würde ich jetzt dann meine Paprika reintun. I'm going to put now the paprika inside, the red paprika, the bell pepper, and of course I'll add on the green bell pepper to it. It's very colorful, very colorful, very healthy. Very healthy and nutritious meal. Just look at that beautiful color. Es sieht so schön bunt aus, sehr gesund mit vielen Vitaminen. Dann kommen die Karotten. Then I'm going to add the carrots. And of course, you don't have to put a lot of vegetables like I'm doing, as I mentioned before. This is my way of doing it. So you can put the vegetables you like, you don't have to put all of them. Also das ist meine Methode. Du kannst dann auch machen, ohne so viele Gemüse reinzutun, aber das ist halt, ja, so wir unsere Linsen immer vorbereiten. Und okay, als letztes oder kurz davor kommen jetzt die Kartoffeln. Nicht die letzte, da kommen noch die Linsen noch drin. Also kommen die Kartoffeln auch rein. Das ist alles da drin. Dann würde ich halt einfach ein bisschen noch mal so kochen lassen. Dann werde ich dann ein bisschen Wasser reintun und dann würzen. So you can see whatever I'm doing right now, I just let it fry a little bit. Then I'm going to have the lentils, and after that I'm going to spice up everything.
So you can see I added my lentils now to the vegetables, and I just try to mix it nicely. Ich habe jetzt meine Linsen dazu gefügt und jetzt tue ich nur ein bisschen vorsichtig Öl rühren und danach würde ich mir Wasser reintun und kochen lassen. Natürlich nicht so hoch schalten und es wird nicht mehr lang gehen, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Dann wird sie dann schon fertig sein. So I'm not going to cook them for a long time. Now I mixed up everything. I'll just add the spices and then add water, and then I'll be letting it cook for like 30 minutes in a low temperature. Es sieht mal schon gut aus und zum Würzen brauche ich mein Maggi. I need Maggi as usual because I always put Maggi in almost every food we make at home because it's just like it that way. And then I need ich habe Maggi jetzt gebraucht und danach brauche ich den Knoblauch. That is garlic. You can put garlic, fresh garlic if you have, or you can put also in powder form if you want, depending to your taste. Then you can add black pepper. I put some pepper, a little bit white pepper, I'm sorry. Or you can also put black pepper if you like anyway. So ich habe jetzt weiße Pfeffer dazu gefügt. Dann werde ich noch Salz. According to your taste habe ich auch Salz noch dazu gefügt. Und dann werde ich jetzt den Tomatenmarke dazu fügen. I will add some tomato paste just to give it that thicker texture and color. Brauche ich deswegen die Farbe und dass es dann auch dick wird. Dann die Soße hinterher. Okay. Und dann würde ich jetzt den Wasser dazu fügen. Then I'm going to add water and mix everything. And let it cook. Of course, before serving, you have to taste to see if the spices are good enough. Also natürlich musst du auf jeden Fall probieren, schmecken, bevor du das Essen dann servierst, um zu schauen, ob die Würze da richtig genug drin ist. So, I'm going to add, instead of adding water, ich mag nicht so viel Wasser da rein tun, dann tue ich lieber eine Tomaten aus der Dose dazu fügen. So I don't like to add a lot of water to it. I'll prefer to add some paste, more tomatoes from the tin. So I added some more tomatoes, 1 tin of tomatoes, and like I said, it's because I don't like to put a lot of water inside there. Then I'll prefer putting the tomatoes instead. Now I think I'll add some little water so that it doesn't burn and let it cool at a low temperature. So thank you so much for taking your time watching. I appreciate each one of you who's subscribed to my channel and you are behind my back supporting me. And just in case you haven't subscribed, I'll ask you to subscribe and hit the bell button so that you don't miss the next video. Für die, wo noch nicht mich abonniert haben, da würde ich einfach euch dann bitten, wenn ihr wollt, tut dann meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr keine Videos von mir verpasst die nächste Zeit. Also immer Updates werdet ihr bekommen, wenn ich ein Video poste. Und ja, für die, wo mich schon abonniert haben, vielen Dank für eure Unterstützung. Und dann würde ich einfach später das Ergebnis posten. I'm going to post the final video of the lentils, and that is the easiest way to make lentils. This is a colored lentils.
you, like I said, you can blend it if you want, then it will be like a soup, or you can eat it like that. Also wenn du willst, kannst du noch das auch pürieren, das Ganze, dann isst du so wie eine Suppe, oder sonst kannst du einfach so wie das ist, dann auch als eine Mahlzeit dann essen. Die Deutschen mögen das dazu gerne noch Wienerli klein schneiden und auch Kümmel tun sie dann auch dazu und es schmeckt auch sehr, sehr lecker. Also wie gesagt, je nach Geschmack, wenn du gerne Kümmel reintun möchtest, kannst du das machen und Wurst, Wienerli auch da reinschneiden, dann ja, wird es dann zu deutsche Küche dann auch passen. So my dear friends, if you like, if you wish, you can add caraway seed to it, and the Germans, they like to add sausage inside there, and otherwise I'm just going to add my neutral spice, so general spice that I always use to everything, and then I'll be ready with my lentil soup. Lentil vegetable soup. So I appreciate each one of you for taking your time. See you in the next video. Ich werde einfach auf dieser Stelle noch meine allgemeinen Gewürze, was ich immer zu alle Essen auch dazufüge, wenn ich auch meine Suppegerichte mache oder allgemein reintun, und dann werde ich in dem Fall fertig. Und ich freue mich, vielen Dank für eure Unterstützung, sage ich nochmal. Ich kann nicht genug das sagen, weil ohne euch wäre ich nicht so weit gekommen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in der nächsten Video. Bis dann. Ciao. So my dear ones, I just want to remind you, you have to keep on turning your lentils. As much as it's cooking very slowly, you still have to keep on checking, because otherwise it is going to burn. And I don't want to buy new food and later you'll say, Naomi didn't say anything about that. Bitte versucht ihr immer wieder das Essen umzurühren, damit es nicht verbrennt, weil trotz des, dass es dann auch niedrig geschaltet ist, das Herd, es kann auch zur Verbrennung kommen. Also das Essen kann auch verbrennen. Und ja, nicht, dass ihr dann hinterher sagt, das habe ich euch nicht gesagt. Also dann wisst ihr jetzt Bescheid, und ich wünsche euch dann sonst viel Spaß beim Nachmachen. Es ist eine ganz, ganz simple, gesunde und leckere Rezept. Macht ihr das bitte nach und gebt mir Bescheid. So otherwise I wish you all the best and good luck in trying to make this recipe. You are free, go ahead, try it and let me know how it goes. It's yummy, it's healthy, it's vegan, and it's just with all the nutrients that you need. So make sure you try it and let me know how it goes. Leave me a comment in the comment section. Give me thumbs up if you like my videos. Share with your friends and your family members, and I will appreciate that too. Wenn ihr wollt oder wenn ihr meine Videos gut findet, dann könnt ihr mich einen Daumen hoch geben. Ich würde mich freuen, und auch an eure Freunde und Familie weiterleiten. Das wird auch nicht schlecht sein. Das würde mich auch noch sehr, sehr freuen darüber. Und auf jeden Fall lasst mir einfach einen Kommentar unter dem Video, damit ich dann auch weiß, was ihr darüber denkt oder wie ihr das Rezept empfunden habt. Also jetzt sage ich auf jeden Fall vielen Dank. Ich wünsche euch noch schöne Zeit. Bis dann, bis zu dem nächsten Video. So I wish you all the best. Thank you so much, and I hope we shall see us in the next video. See you. Don't forget to leave me a comment below, and I really appreciate you sharing my videos if you find them to be interesting. Give me thumbs up if you like my videos. I'll appreciate that also. And otherwise, you're free to comment
to give me a polite comment. Or you can write me on my Instagram, on Facebook, if you have something personal. When you have something personal means if you have any suggestions, any ideas, you can write me a DM. Je kunt gerne mich eine DM Nachricht schreiben, Direct Mail schreiben, wenn ihr was einfach zum Beispiel Ergebnis habt oder Fragen habt oder Ideen habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben auf mein Instagram und Facebook Account. Also dann, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.